Hallo und willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Ich schaue jetzt für euch, wie eure Verbindung oder auch Beziehung aus seiner Sicht ist. Das heißt, was denkt er, was fühlt er, welche Pläne hat er? Ja, sein Denken, Fühlen und Planen. Je nachdem, was hier erscheinen möchte und auch je nachdem werde ich dann den Titel des Videos benennen. Ja, der muss nicht immer übereinstimmen mit dem, was ich am Anfang sage. In etwa im Großen und Ganzen schon. Ich schaue mit dem Erotic Fantasy Tarot. Und ich werde hier am Anfang eure Verbindung beschreiben, ja, oder vielleicht auch wie du zu dem Mann stehst, je nachdem, was hier erscheinen möchte. Okay, wer darf sich denn hier angesprochen fühlen? Es kann sein, dass hier so, wow, 3 Gefühlskarten, also auf jeden Fall Damen, die emotional involviert sind, die verliebt sind oder den Mann richtig lieben. Hier sind starke Emotionen seitens der Frau. Und hier ist es so, dass manche sind hier nicht ganz sicher, ob das überhaupt eine Beziehung ist. Und es kann hier auch sein, dass der Mann von sehr viel Annäherungsversuchen, von großer Romantik übergegangen ist auf weniger zu geben. Ja, dass hier die Annäherung zurückgegangen ist seitens des Mannes. Ja, dass er dann auf einmal weniger gegeben hat. Wow. Zweimal eine Karte des Weggehens, schon wieder Kelchkarten. Das sind 5 Kelchkarten hintereinander. Emotionen überall. Und sowohl 5 als auch 8 Kelche kann beides eine Karte sein des Weggehens. Es kann hier auch wunderbar erkannt werden. Und 5 der Münzen, Karte des Verlustes. Also bei einigen kann es sein, dass der Mann hier gegangen ist. Ja, dass er sich nicht mehr meldet, dass er umgezogen ist, dass er vielleicht sogar gesagt hat, bis hin zu, er hat keine Gefühle mehr für dich oder er will keine Beziehung mehr mit dir. Hier kann es aber auch sein, dass einfach nur die Frau mit dem Gedanken spielt, sich zurückzuziehen, weil der Mann ihr nicht gut tut. Ja, aber auch wenn das hier ein Ziel wäre, wäre es dennoch ein Verlust für die Frau, weil ja dann immer noch das Verliebtsein zurückbleiben würde. Also ihr fühlt euch hier auf jeden Fall in einer Situation, in der ihr bereits verloren habt, in der die Hoffnung für euch maximal sehr gering ist. Es schaut hier nicht so gut aus. Okay, dann schauen wir noch ein bisschen auf den Mann. Aha, die Hohepriesterin, ja, du weißt etwas nicht über ihn, 4 der Kelche. Entweder er sagt hier, entweder du kennst ihn nicht so gut oder er hat zu wenig über sich preisgegeben. Ja, er ist für dich ein Geheimnis, er ist für dich ein Rätsel. 4 der Kelche kann auch sein, dass du ihm etwas angeboten hast, zum Beispiel, dass er zu dir ziehen kann, dass du mit ihm eine Beziehung eingehen möchtest. Vielleicht hast du ihm seine Gefühle gestanden und er hat das, was du ihm angeboten hast, nicht entgegengenommen. Er hat es nicht wertzuschätzen gewusst oder er wollte es nicht entgegennehmen, ja. Du hast ja auch schon ein bisschen Arbeit in den Mann investiert, ja. Bei manchen kann es sein, dass es nur die Gedanken sind und das macht auch Arbeit, weil es Zeit erfordert, weil es auch mühselig ist, immer wieder Hoffnung reinzustecken und dann wird die Hoffnung enttäuscht, ja. Und jetzt fängst du an, ein bisschen so klarer zu denken. Ja, Pagen der Schwerter sind oft kleine Gedanken, ja, das kleinste Potenzial von Gedanken und vom Nachdenken bis hin zum Planen von scharfen Worten. Ja, es ist noch nicht die Ritterin oder der Ritter, das kann dann auch für Konflikte stehen, für Streit oder heftige Worte. Page kann auch bedeuten, ab jetzt bin ich bereit, auch meine Meinung zu sagen, ich bin gewappnet. Ja, sie steht hier ja auch ein bisschen so vorbereitend. Okay,
Das wird die Beschreibung, entweder ihr resoniert oder nicht. 80% Resonanz reichen auch, um weiterschauen zu können. Und selbst wenn ihr nicht resoniert, seid ihr eingeladen, euch weiterhin die Legung anzuhören. Es können Ratschläge durchkommen, damit ihr wisst, wenn ihr einmal in solch einer Situation seid, was ihr tun könntet. Vielleicht auch aus psychologischer Sicht, je nachdem, was hier erscheinen möchte. Ja, und Tarotlegungen sind auch da, um sich Impulse, Inspirationen holen zu können. Okay, die lege ich mal auf die Seite. So, einmal allgemein gefragt, eure Verbindung aus seiner Sicht. Okay, es kann hier sein, dass er an eine Ex denkt, dass er zu einer Ex zurück möchte, ja, die ihn mehr anregt. Ja, dass er hier vielleicht auch nicht aus seiner Haut raus kann, dass etwas in seinem Kopf sich immer wiederholt, dass er einfach unreif ist, dass er nicht reifen kann, auch wenn er reifen möchte. Bei einigen kann es auch sein, dass er einfach einen Neustart möchte und von euch tatsächlich weg möchte, ja. Okay, ich frage mal so, auf wen trifft denn der Neustart zu? Wer darf sich hier angesprochen fühlen? Vor allem, wenn du weißt, dass das ein sehr großer Egoist ist und der dir eindeutig zu spüren gegeben hat, dass er nicht wirklich an dir interessiert ist, ja, dass er vielleicht mehr eine leichte Dame sucht, mit der er Spaß haben kann, die nicht über Ernstes redet. Gut, das war der Neustart. Auf wen trifft denn hier die Ex-Freundin zu? Ja, dass er zur Ex zurück ist oder das geplant hat. Okay, kann auch eine Ex sein, die ihm mehr Stabilität bietet, ja, die vielleicht sehr viel Geld hat, die eher die gleichen Vorstellungen hat, wie er die gleichen Pläne hat, wie er, sodass er sagt, sie ist auch mehr mit mir auf einer Wellenlänge. Okay, und auf wen trifft denn das komplett Unreife hier zu? Ja, wenn er sich generell im Leben nicht wirklich um etwas bemühen möchte. Bis hin zu, dass er zum Beispiel sogar gar nicht arbeiten gehen möchte und arbeitslos ist, obwohl er es könnte. Und wenn er generell nicht gerne Pläne macht, wenn er nicht gerne in die Zukunft schaut. Ja, wenn er sich komplett schleifen lässt, wenn er in den Tag hineinlebt. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes. Ich sage hier nur einen typischen Spruch. Ja, es kann jeder Mensch sein Leben so gestalten, wie er es möchte, natürlich. Ja, manche sind fleißiger als andere und jeder Mensch möchte anders sein Leben gestalten. Okay. Sind hier also bis hin zu 3 verschiedenen Möglichkeiten oder ich sage mal eigentlich mindestens 3 verschiedene Möglichkeiten, da ja allgemeine Legung. Aber das, was auf alle zutreffen könnte, ja, sonst wird es jetzt ein bisschen zu kompliziert, wenn ich da jetzt jede weitere Frage auf jeden einzelnen Kandidaten stelle. Es ist eine allgemeine Legung, ich bleibe allgemein, ja. Was trifft hier denn auf alle zu? Wie denkt er, wie fühlt er? Ich mache das hier mal so. Also wie denkt er, denn wir haben jetzt gleich hier die Karte der Gedanken, ja. Er denkt, dass er es sich einfach nur gut gehen lassen möchte im Leben und alles, was ihm nicht gut tut, lässt er gehen. Auch wenn das bedeutet, dass er damit andere verletzt oder sich auch einfach nicht darum schert, was andere für ihn getan haben oder für ihn fühlen.
Ja, also auch wenn ein Mensch viel für ihn getan hat und er weiß, in Zukunft ist mir dieser Mensch nicht mehr nützlich, dann ist hier die Tendenz sehr groß, es wird hier auf viele Männer zutreffen, dass er dann trotzdem diese Person einfach fallen lässt, ja. Ich habe hier auch eine sehr große Tendenz von Sturheit. Ja, nicht anpassungsfähig. Ich möchte mich nicht anpassen, ich möchte nicht ändern, wie ich denke, ich möchte nicht mein Leben ändern, wie ich lebe, wie ich es gestalte, und das bedeutet, der Mann ist unflexibel, ja. Und eine Frau sollte generell nur einen Mann annehmen, der für sie flexibel ist, der bereit ist, im Notfall sich für sie zu ändern. Nur das gilt als gesund. Die Frau sollte immer unflexibel sein, ja. Und vielleicht kannst du jetzt auch hier, wenn das auf dich zutrifft, so umdenken, wenn du es möchtest. Und für dich das so annehmen, dass du quasi ja zu dir selbst sagst, wenn er nicht bereit ist, sich für mich zu ändern und sich mir anzupassen oder mir die Liebe genauso zurückzugeben, wie ich es erwarte, dann lasse ich ihn gehen, weil dann tut er mir nicht gut und passt er sich mir ja nicht an. Ja, es ist normal, dass sich Frauen viel zu schnell verlieben, aber es muss hier gar nicht unbedingt die rosarote Brille sein. Und selbst die weggelassen, ist es dennoch so, dass wenn er sich zu selten meldet oder wenn es Unstimmigkeiten gibt, ja, und er passt sich dir nicht an, das gilt nun mal nicht als gesund, so kannst du mit ihm ja gar keine gesunde Verbindung aufbauen oder auch keine gesunde Beziehung haben, ja, falls hier sogar schon eine Beziehung besteht. Okay, dann schaue ich noch auf seine Gefühle. Was fühlt er? Die Pläne hatten wir eigentlich schon, also die Pläne sind hier nicht großartig, aber ich stelle dann trotzdem noch die Frage, es gibt hier vielleicht auch Ausnahmen. Okay, was trifft hier denn auf alle Männer zu, was er denn so fühlt? Seht ihr die in der Abwehrhaltung hier? Das ist ja eigentlich die Pagen der Münzen, aber ich gehe auch nach Bildern und sie hat hier so eine Art Abwehrhaltung. Ja. Ich glaube, das Bild ist ein bisschen zu hell. Ich schau mal. Moment. Ganz rechts soll man es auch noch sehen, aber es ist oft wirklich sehr hell. Ich glaube, so passt's. Dass es nicht so sehr in den Augen wehtut. Abwehrhaltung. Also bei einigen Männern kann hier sein, ja, es muss nicht auf alle zutreffen, dass sie schon begonnen hatten, sich in dich zu verlieben. Also ein Mann. Sich in die jeweiligen Damen zu verlieben. Und diese Gefühle haben sie zurückgehalten, ja. Ich habe hier die Energie von einigen, also das sagt hier der Mann, ich bin lieber alleine, bleibe alleine, bevor ich mich ihr anpasse, ja. Und bevor ich meine Gefühle zulasse, denn meine Gefühle würden auch bedeuten, dass ich dann bereit bin, mich anzupassen. Ja, vielleicht weiß der Mann ja hier ein bisschen so Bescheid über seine eigene Psyche, soll es ja auch geben. Das Gericht. Also das ist hier wieder, das passt hier wieder zur Unreife. Manche Männer wollen einfach sich nicht binden, weil sie nicht im Endeffekt heiraten wollen. Da das für sie bedeutet, dass sie sich dann älter fühlen. Ja, es gibt Männer, die wollen sich immer jung fühlen. Und zwar jung im Sinne von frei sein. Ja, ich kann jede Frau haben, die ich möchte, also bloß keine Beziehung, geschweige denn eine Ehe. Ja, das liegt auch ein bisschen so im Instinkt, sich fortpflanzen zu wollen, vielen Frauen die eigenen Gene weitergeben zu wollen für deren Kinder. Das ist normal, aber unsere Gesellschaft hat sich monogamisiert. Und bei uns ist es nun mal normal, dass ein Mann nur eine Frau hat. Und erst wenn sich der Mann richtig verliebt, was ja sehr lange beim Mann dauert, wenn er sich um die Frau bemüht, ja, so 6 bis 10 Monate heißt es in der Psychologie, nur dann macht es bei ihm Klick und er will nur noch die eine haben. Davor will er immer andere haben. Und wenn das hier einer ist, der sich zu wenig bemüht hat, der zu wenig den Hof gemacht hat, der dadurch nicht die Frau auch wertzuschätzen gelernt hat, ja, aber vor allem der, ich muss es so sagen, der Intimität bekommen hat, bevor er sich in die Frau verliebt hat, meistens hört es dann auf
Ja, und der Mann ist dann nachher gar nicht mehr fähig, sich an die Frau richtig zu binden. Also nur wenn der Mann sich in die Frau verliebt, bevor er Sex bekommt, ja, ähm, will er sich weiterhin um die Frau bemühen, und sobald er sich dann beliebt, große Güte, was für ein Versprecher, ja, bei ihr beliebt gemacht hat auch, durchs Hofmachen, sobald er sich dann in sie verliebt hat, ja, und vor allem, wenn er weiß, die gibt es nur für die Ehe, die sucht nur was komplett Festes, ja, dann, erstens mal will er dann nur noch die Frau aufgrund des Verliebtseins, und zweitens, wenn er weiß, es gibt sie nur noch für die Ehe, sie gibt sich nicht für weniger her, sie hat nichts Lockeres mehr aus Sicht des Gesetzes, dann macht er ihr sogar einen Antrag. Aber ein Mann muss erst dorthin geleitet werden, dass er nur noch die eine Frau will. Und solange er da nicht sich in die Frau verliebt hat, mit Hofmachen und Wertschätzung, will der immer andere Frauen auch haben. Und hat er immer diesen Freiheitsdrang, oh, bloß mich nicht binden und bloß nicht Verantwortung. Das ist normal, das liegt im Instinkt. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass nicht nur, dass ihr dann eine glückliche Verbindung habt, sondern auch, dass der Mann überhaupt gewillt ist, ja, ich sag mal so, eine Frau anzunehmen. Deswegen ist es so wichtig, hier diese richtige Vorgehensweise zu machen in einer Kennenlernphase, wie es nun mal in der Psychologie empfohlen wird. Denn sonst laufen euch die Männer weg oder sie nehmen euch nicht ernst, was auch schlecht ist. Ja, oder sie nutzen euch aus und sind dann sowieso weg. Also, ja, deswegen ist es auch normal, dass sobald ein Mann Sex bekommen hat, dass er dann weg ist. Weil das instinktiv das Höchste ist, was ein Mann von einer Frau bekommen kann. Es gibt sonst nichts mehr, worum er sich bemühen müsste. Die haben das nicht im Instinkt, dass sie sagen, oh, sich festbinden, ja, Beziehung, Ehe oder unbedingt nicht nur ein Kind machen, sondern dann da sein für das Kind, also das auch irgendwie noch mitbekommen, Kontakt haben, ja. Ein Kind gehört nun mal zur Mutter, ja, aber so weit denkt ein Mann ja vom Instinkt her gar nicht. Da hört's auf. Ja, ich sage ja nicht, dass nur Männer primitive Wesen sind. Nein, wir haben ja auch das Bedürfnis nach Liebe und nach Mutterschaft normalerweise, ja. Das ist ja, so gesehen ist ja alles primitiv, ja. Auch schlafen zu müssen ist primitiv. Unsere Körper sind sozusagen primitiv. Essen, trinken, alles ist primitiv. Ja, es klingt immer so, wenn ich sage Instinkte und Triebe und Biologie, das klingt oft abwertend, ist es aber nicht. Wir sind einfach so gestrickt, wie wir gestrickt sind. Und wenn wir gegen unsere eigene Natur arbeiten oder gegen die Natur des Mannes, dann machen wir uns selbst und auch andere nur unglücklich. Aber vor allem das Wichtige ist, dass wir uns selbst dann unglücklich machen. Okay, also hier sehr flatterhafte, sehr unreife Männer, bloß nichts Ernstes. Ja, hier ist die Tendenz sehr hoch, dass sich der Mann nicht an dich gebunden hat. Dass er keine Angst hat, dich zu verlieren. Ja, bei einigen ist es auch so, dass er ohnehin schon weg ist. Okay, welche Pläne? Gut, ich habe jetzt bei einigen schon gesagt, ja, das müsst ihr dann wahrscheinlich werdet ihr das dann wissen über den jeweiligen Kandidaten, dass er wirklich in den Tag hinein lebt und keine Pläne macht im Leben. Wobei das hat nichts unbedingt mit Plänen auf euch bezogen zu tun, und bei dem anderen Mann war dann, dass er mehr sich Pläne hier, das war die zweite Stäbe, vorstellen kann mit der Ex, weil hier einfach mehr gemeinsame Vorstellungen sind. Okay, ich frage jetzt trotzdem einfach mal in das Universum, in die Runde wollte ich schon fragen, welche Pläne hat er? Okay, die Entscheidungen sind nicht gefallen. Ja, wir haben hier die Liebenden ist auch eine Entscheidungskarte. Und hier haben wir die Vorstellungen, die Wunschvorstellungen, die 7 der Kelche. Seine Entscheidung ist noch nicht gefallen, ja. Weil einfach ein Mann weiß ja auch, dass es in der Gesellschaft üblich ist, sich irgendwann festzubinden.
Das gilt auch als Reife. Und einerseits wollen sie sich frei fühlen, ja, ich spreche jetzt nur allgemein. Es gilt nicht auf jeden Mann bezogen, schon gar nicht, wenn ein Mann schon die Erfahrung gemacht hat, was es heißt, eine ernsthafte Beziehung zu haben, in der auch er emotional stark involviert ist. Hm, also einerseits dieses Flatterhafte vom Instinkt her und andererseits kommt dann von der Gesellschaft her schon der Aufzwang, ja, eigentlich solltest du dich binden irgendwann. Dann giltst du mehr als reif, als erwachsen, als vernünftig. Ja, das wollen sie ja auch. Sie wollen ja auch eigentlich nicht wie Kinder betrachtet werden, sondern dass sie ein bisschen schon den Frauen da das Wasser reichen kann, was das Erwachsensein betrifft und was das Vernünftigsein betrifft. Ja, auch das wollen sie. Das ist dann einfach dieses menschliche Ego, das zum Vorschein kommt, ja. Und deswegen ist hier bei den meisten die Entscheidung noch nicht gefallen. Das heißt, vorerst ist er in diesem Stadium, ich möchte es mir gut gehen lassen, ja, später irgendwann mal heiraten. Ja, das sind schon die Pläne hier von den meisten, aber jetzt noch nicht. Brauche ich noch eine Karte? Warum erscheint er denn hier als die Königin der Kelche? Ich habe ja auf ihn gefragt. Oh, das Rad hier als 69 dargestellt. Ich glaube 99 oder 96. Moment. Nein, 69, ja. Dum, dum, dum. Hm. Das ist auch nicht so unüblich. Ja, es gibt Männer, die sagen, erst wenn ich mich in eine Frau verliebe, dann ist das für mich, also das sagen jetzt diese Männer, dann ist das für mich ein Zeichen, dass das auch die Frau ist, auf die ich mich ernsthaft einlassen werde, beziehungsweise die ich heiraten werde. Ja. Das Problem ist nur, dass der Mann sich ja nun mal nicht spontan verliebt, das dauert. Es gibt aber Männer, die sexuelle Anziehung mit Verliebtheit verwechseln, vor allem wenn diese sehr stark ist. Also kann es hier auch sein, dass ein Mann sich denkt, ja, erst wenn für mich eine Frau eine, ja, Claudia Schiffer ist oder eine Heidi Klum oder 90, 60, 90, muss aber nicht immer nur was mit dem Aussehen zu tun haben. Es geht mehr um die Ausstrahlung, um die Energie, um die Hormone. Das war jetzt ein bisschen scherzhaft gemeint, denn es ist tatsächlich meistens nicht ganz so stark das Aussehen, dass das zutrifft oder woher die sexuelle Anziehung kommt, ja. Erst dann, wenn er diese sehr starke sexuelle Anziehung spürt, die nun mal Männer gerne mit Verliebtheit verwechseln, dann glaubt er, boah, das ist jetzt die Frau, auf die ich mich wirklich einlassen kann, weil alle anderen davor waren es ja gar nicht wert, weil in die war ich ja gar nicht verliebt, ja. Die hätte ich ja eh nicht heiraten wollen. Nein, das war ja nichts Ernstes. Warum soll ich dann irgendwie mich sehr engagieren oder Pläne machen oder Gefühle zulassen? Na, bloß nicht. Ja, bloß nicht zu viel Energie aufwenden, ja. Und es ist auch so, ja, das klingt jetzt sehr unromantisch, aber es ist nun mal so, je stärker die sexuelle Anziehung eines Mannes, desto mehr hat er Motivation, sich um die Frau zu bemühen, ja, desto häufiger meldet er sich bei ihr, auch wenn sie keine Zeit hat. Immer wieder nein sagt, ich habe keine Zeit, dann meldet er sich umso häufiger immer wieder, bis sie mal Zeit hat. Ja, solange sie ihm noch keine richtige Abfuhr gegeben hat. Und auch je stärker die sexuelle Anziehung, desto mehr bemüht er sich beim Treffen, weil er sie unbedingt will, weil er sie so faszinierend findet. Ja, weil er das vielleicht auch mit Verliebtsein verwechselt, auch wenn das im Endeffekt nur vom Instinkt her ausgeht, dass er mit ihr intim sein möchte. Aber umso mehr er, so wie es eigentlich ist, mit ihr intim sein möchte, desto mehr bemüht er sich auch bei einem Treffen, um sie zu beeindrucken, bemüht sich, dass er sie nicht mit mit irgendeinem Fehlverhalten verscheucht. Ja? Das heißt auch, umso frecher ein Mann ist,
Also ich rate immer davon ab, mit frechen Männern Kontakt zu haben, aber umso frecher ein Mann ist, umso mehr er sich erlaubt, desto weniger hat er Angst, dich zu verlieren. Desto weniger Interesse hat er, ja, desto weniger ist er dann vielleicht auch schon später in der Beziehung oder in der Ehe in dich verliebt. Ja, der Respekt eines Mannes zeigt auch oft, wie stark er von der Frau fasziniert ist, wie sehr er die Frau will. Und das festigt auch eine Verbindung, ja, weil es ist ja nicht der Sinn, dass der Mann immer flatterhaft unterwegs ist, ja, dass du ihm so ziemlich egal bist und du musst dich permanent bemühen, die Beziehung zu halten. Also das ist emotional sehr stark belastend. Und leider sind viele Frauen in solch einer Situation und haben nebenbei auch noch Kinder, um die sie sich auch noch kümmern müssen, um die sie sich auch noch sorgen müssen. Also deswegen ist es wirklich immer besser, alleine zu sein, als in einer ungesunden Verbindung. Okay, so. Vielleicht möchte euch das Tarot noch ein bisschen etwas sagen. Ich mache jetzt noch einen allgemeinen Ratschlag am Schluss. Ja, muss jetzt nicht auf den Mann bezogen sein, kann aber. Kämpf nicht um einen Mann. Der Stab wird oft auch als wörtlich als der Stab des Mannes betrachtet. Ich sehe das hier als den Mann selbst, als der Mann, der vielleicht auch flatterhaft unterwegs ist, oder generell ein Mann, der flatterhaft unterwegs ist, ein Mann, der nur auf Intimität aus ist. Bemühe dich nicht um ihn. Du verschwendest nur deine Zeit. Ein Mann will dich nur halten, wenn er das Gefühl hat, dass er sich dich verdient hat. Du bist einem Mann sonst ziemlich egal. Ja, vielleicht nicht als Mensch, aber als Frau. Weil er sagt, okay, selbst wenn es nicht klappt, wenn irgendwas nicht passt, dann gehe ich. Denn was habe ich denn zu verlieren? Ich habe ja mich nicht um sie wirklich bemühen müssen. Ich habe nicht viel oder gar nichts investiert. Ich habe ja keinen Verlust, wenn es zu Ende geht. Ja? Hier ist wirklich Ritter oder Ritterin, das Schwerter ist oft sehr stürmisch dargestellt. Hier reitet sie. Ich sehe hier das als Nachreiten, dem Mann nachzureiten, dem Mann nachzulaufen. Und du bist auch von deiner Biologie her nicht in der Position, um einen Mann zu kämpfen. Das sollte für dich auch als Wert als Frau unwürdig sein, dass du einem Mann nachläufst, dass du dich um einen Mann bemühst. Ja, nicht weder körperlich, hier kann es wirklich auch körperliches Bemühen sein, ja, dass sich die Frau meldet, dass sie zu ihm fährt, dass sie versucht, ihn zu überreden. Ja, das ist ja auch dann was Körperliches, mit dem Mund etwas machen, körperlich sich in dem Sinne bemühen, aber auch nicht mental. Ja, auch das ist dann auch nicht ihn versuchen zu überreden oder permanent an ihn zu denken oder zu viel zu hoffen. Ja, aber hier geht es mehr um das wirkliche Bemühen, das aktive Bemühen. Irgendetwas zu tun kann auch hinterrücks sein, ja, das kommt mir auch noch rein, hinterrücks irgendetwas tun, damit der Mann bloß nicht geht oder damit der Mann wieder zurückkommt. Zum Beispiel, ich glaube, hier sind manche andere Frauen involviert, ja, zum Beispiel von ihm die Herkunftsfamilie, seine Mutter zum Beispiel, ja, kannst du mir sagen, wo er gerade ist? Hat er noch die gleiche Handynummer? Ja, das ist alles eine Bemühung. Ihr lauft dem Mann damit nach. Ihr könnt es machen, aber es hat nun mal 2 gravierende Nachteile, auch wenn ihr den Mann bekommt, auch wenn ihr mit ihm in eine Ehe geht. Erstens mal habt ihr euch dann bemüht um den Mann und er hat sich nicht bemüht. Das heißt, er wird euch niemals wertzuschätzen wissen. Er wird niemals euch wirklich gut behandeln. Ihr werdet ihm egal sein. Ihr werdet ein Nebenprodukt seines Lebens sein. Ein Mann weiß nur etwas wertzuschätzen, wenn er sich darum bemüht hat. Egal ob Mensch oder Objekt. Er muss sich dafür abgerackert haben. Er muss sich bemühen. Er muss aktiv sein. Und das Zweite ist, wenn es einmal kriselt,
wenn irgendwas nicht passt, dann hat er auch einfach keine Motivation, etwas zu tun, um die Beziehung oder die Ehe zu halten. Das heißt, wenn ihr dann sagt: „Ach komm, Eheberatung", sagt er: „Nö, lieber Scheidung." Ja, das ist dann der zweite Nachteil. Das sind immer diese, für mich persönlich sind das die gravierendsten Folgen, wenn sich die Frau bemüht und wenn sich der Mann nicht oder zu wenig bemüht. Ja, und das heißt auch immer, falls das manche jetzt nicht rausgehört haben, es gibt einfach sehr viel zu wissen. Also oft sind das vielleicht für euch nur Bruchstücke und ihr seid verwirrt. Ähm, Es heißt nun, also oder es ist so, ja, in der Psychologie, sobald die Frau anfängt, sich um den Mann zu bemühen, hört er auf, sich um die Frau zu bemühen oder bemüht sich viel weniger. Ja, warum? Weil ein Mann sehr, sehr bequem ist. Ja, ein Mann erledigt nichts, wenn es ohnehin ein anderer Mensch erledigt. Das heißt, die Frau fängt sich an zu bemühen, dann denkt er sich, boah, Füße hoch, ich brauche nichts mehr tun, sie macht eh alles. Das Problem ist aber, er braucht die Bemühung, um sich an die Frau zu binden. Ja, um sich emotional an die Frau zu binden, um sich menschlich an die Frau zu binden, um sich emotional an die Frau zu binden und um sie dann wertzuschätzen können, sodass er sagt, ich habe sie mir verdient. Ja? Sie hat mich angenommen, weil ich etwas dafür getan habe, weil ich es mir verdient habe. Und eine Frau, natürlich nehmen Männer Frauen an, die ihnen in den Schoß fallen. Natürlich, ja. Ein Mann wählt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Wobei ich das auch mal allgemein über Menschen schon gehört habe. Ja, sobald einem Mann Sex angeboten wird, wird er den annehmen. Natürlich. Natürlich, warum nicht? Ist ja einfach. Ja, natürlich wird er dann vielleicht sich, auch wenn ihr euch bemüht, vielleicht auf eine Beziehung einlassen, auf eine Ehe einlassen. Das kann schon sein, ja. Aber er wird euch niemals wertzuschätzen wissen. Das heißt, eine Frau, die sagt, ich habe mich bemüht, ich habe geschaut, dass unsere Beziehung zustande gekommen ist, ja, ja, die kann sogar mit ihm verheiratet sein, aber ob sie glücklich ist, ist eine andere Frage. Weil sie ihm einfach insofern egal sein wird, weil er sie sich nicht verdienen hat müssen. Ja, ein Mann erledigt auch nichts, wenn es ohnehin ein anderer Mensch erledigt, es sei denn, er kann diesen anderen Menschen wertschätzen. Es kann sich auch auf Berufe auswirken. Ja, zum Beispiel, es gibt in einer Firma, es gibt einen Aufenthaltsraum. Ja, da ist jetzt irgendwas ausgeschüttet worden, das liegt am Boden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Männer das nicht aufräumen, wegwischen, ist viel, viel, viel höher, als dass eine Frau das macht. Warum? Weil sich eine Frau denkt, meine Güte, da könnte irgendwer ausrutschen, ja, das ist ja schrecklich. Und ein Mann denkt sich, da gehen eh so viele Leute rein, das wird schon wer anderer machen. Ja. Ich habe das sogar bei kleinen Katzen beobachten können, bei einer anderen Rasse. Bei Kindern sogar, bei Kindern. Ja, ich habe schon viele, viele Kätzchen mit der Flasche aufgezogen. Und da der Junge, ich sage jetzt einfach Junge, geht aufs Kistchen, ja, macht rein, groß, und macht das nicht zu, ja, er gräbt es nicht zu, er lässt es. Die zwei Schwestern von ihm gehen hin und graben es zu für ihn. Warum hat er es nicht gemacht? Weil es ohnehin wer anders erledigt. Ich glaube nicht, dass er das für die Schwestern erledigen würde. Es sei denn, ich weiß nicht, er muss vielleicht, ja, aber sie sind ja gar nicht gegangen. Sie waren einfach nur daneben und haben das gemacht. Sie haben ja beide gar nicht aufs Kistchen müssen. Und da konnte ich das sogar bei einer anderen Spezies beobachten. Es ist sehr interessant, wie oft sich etwas dann tatsächlich bestätigt, irgendwo anderwertig im Leben. Okay, so. Also nicht um einen Mann kämpfen. Der Turm. Ich habe da noch den Turm.
Ja, was wird hier abgebildet? Der Turm ist so eine Karte der Zerstörung. Ich glaube, hier hat sie wahrscheinlich bei einem Brand oder Krieg den Mann verloren, der hier aufsteigt als Geist. Kann sein, ja. Also hier quasi auch als Verlustkarte dargestellt. Ihr werdet den Mann verlieren. Das ist ja einfach nur die Warnung. Ja, ich gehe nicht immer von links nach rechts. Ich deute die Karten so, wie es mir reinkommt. Oft einzeln, oft in Kombination, je nachdem, wie ich die Botschaft erhalte. Und das heißt, ich habe jetzt die zwei gedeutet, nur zur kurzen Erklärung, und habe gesagt, ihr werdet ihn sonst verlieren oder ihr werdet unglücklich werden. Und der Turm bestätigt das ja eigentlich nur, ja. Hätte ich gleich mit einbeziehen können, war aber gar nicht notwendig. Ja? Nur, dass jetzt nicht einige glauben, der Turm wurde doch nicht gedeutet. Doch, das wurde er. Okay, so das war's für diese Legung. Wenn ihr mir danken wollt für mein Wissen, für irgendeine Inspiration, für Impulse, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt den Daumen nach oben, es gibt das Video teilen, es gibt einen Kommentar schreiben. Es gibt die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben, die ihr auf meiner Kanalseite findet, wenn ihr mir etwas spenden wollt und auch wenn ihr eine persönliche Legung bei mir buchen wollt. Ja, auch damit unterstützt ihr mich. Ich habe Zeit dafür, sonst würde ich es nicht anbieten. Und dann bekomme ich ja Geld dafür. Also ist das ja dann auch für mich eigentlich eine Unterstützung, dass das, was ich hier mache, sich ein bisschen zumindest ausgleicht, dass ein bisschen etwas zurückkommt. Denn YouTube bezahlt nicht. Ja, YouTube ist nicht gerecht, aber es gibt nun mal keine andere Möglichkeit für mich, wie ich Online-Legungen machen könnte. Okay. Ja, das ist ein schwerwiegender Prozess. Sehr kompliziert. Und selbst dann habe ich schon gelesen, selbst wenn da an Werbung verdient werden würde, ist das ganz, ganz wenig, vor allem bei kleinen Kanälen. Das heißt, ich kann wahrscheinlich demnächst die Thanks-Funktion und die Mitgliedschaft freischalten. Es fehlt nicht viel dafür. Also glaubt bloß nicht, dass kleine Kanäle ausreichend von YouTube entgeltlich entschädigt werden. Niemals. Niemals. Jede Spende hilft. Jede Spende ist ein sehr, sehr wertvolles Dankeschön, ja, und nicht nur eine Kleinigkeit, ja. Egal ob über Thanks-Funktion, Mitgliedschaft oder direkt mit einem Spendenlink, den ich per E-Mail verschicke in meinem Fall, um da etwas einzubezahlen oder auch bei einer persönlichen Legung. Ja, also denkt nicht, ach nein, ich möchte dann nicht eine Last sein. Und sie verlangt ja nicht viel für die persönlichen Legungen. Nein, ihr helft mir damit, wenn ihr bei mir sogar persönliche Legungen bucht. Auf jeden Fall. Ja, helfen im Sinne von, dass ich einfach ein bisschen entgeltlich entschädigt werde, weil was soll ich sonst zurückbekommen? Ja, nur alleine von netten Kommentaren oder Daumen nach oben, das ist nicht so ein richtiger Energieausgleich. Ja, das kann nicht das Ziel sein, wenn ich mir immer wieder Zeit nehme und auch wenn es ein Hobby ist, ja, sollte es dann trotzdem irgendwie einmal gerecht entschädigt werden. Entschädigen klingt schrecklich, aber ihr wisst, was ich meine. Gut, ja, und viel anderes als Geld gibt es nun mal nicht, außer vielleicht, dass ich Geschenke zugeschickt bekomme, aber sonst würde mir ja gar nichts einfallen. Nicht, dass ich das wollen würde. Okay, so. Also ihr wisst Bescheid, wie ihr mir danken könnt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, alles Gute und bis bald.